Das bin ich, Lisa. Zusammen mit meinem Freund will ich mit dem Fahrrad einmal quer durch Kuba fahren. Mit Gepäck für mehrere Wochen. Dominik und ich fahren einfach gerne Fahrrad und haben schon immer von so einer Radreise geträumt. Doch es ist auch eine Reise ins Ungewisse. Denn so lange saßen wir noch nie im Sattel. Mir ist jetzt schon warm. Mir auch. 30 Grad, keine Wolke am Himmel. Kalt in Deutschland. Da schien mir die Idee noch ein bisschen besser. Mir auch. 1500 Kilometer liegen vor uns, von Ost nach West. Über Straßen, die zum Teil seit Jahrzehnten nicht saniert wurden. Das fordert uns nicht nur körperlich. Das Wort für Speicher habe ich schon mal gelernt. Wie ist es? Rayo. Rayo. Wir erleben, wie die Menschen auf Kuba mit Mangelwirtschaft und Isolation umgehen. Entdecken Orte, die in keinem Reiseführer stehen. Und schließen neue Freundschaften. Esta alemana, también, de Alemania. Knapp 7 Wochen werden wir unterwegs sein. Wie ist das Leben hier auf Kuba? Und welche Abenteuer erwarten uns? Unser Abenteuer beginnt in Santiago de Cuba. Wir sind mit Jorge und Ricardo verabredet. Die beiden gehören zur Mountainbike-Community hier. We get along. Jorge und Ricardo haben angeboten, mit uns erstmal eine Probetour zu machen. Unsere Räder haben wir in Havanna geliehen und im Bus mitgenommen. 600 € Miete haben wir pro Rad gezahlt. Mehr als die meisten KubanerInnen im Monat verdienen. Okay. Die Jungs fahren mit uns zum Castillo del Morro, einer Festung außerhalb der Stadt. Obwohl es erst 10 Uhr morgens ist, sind es schon fast 30 Grad. Die Tour ein Vorgeschmack auf das, was uns die nächsten Wochen so erwartet. Jorge und Ricardo fahren täglich bis zu 100 Kilometer. Für ihre Mountainbikes haben sie jahrelang gespart. ¿Y dónde compras las bicicletas? En otro país, en Amazon, no es posible. Personas como ustedes, extranjeros que las traen, las regalan, las venden. Siempre se consiguen en el mercado informal. Las piezas aquí las reciclamos, las reciclamos, hasta que ya no sirven más. Pero bueno, pasamos trabajo con las piezas, pasamos trabajo. ¿Por qué es la bicicleta importante para vosotros? Bueno, ya les digo, yo con la bicicleta lo hago todo. Visito a mi familia, hago mi deporte, salud, participamos en las actividades del club, nosotros, y ya, el medio de transporte como tal. Ein Auto können sich die beiden wie die meisten auf Kuba nicht leisten. Busse und Züge fahren unzuverlässig. Das könnte auch für uns ein Problem werden. ¿Y crees que vamos a la Habana, que podemos...? Sí. ¿Sí? Sí, con calma ahí, te digo, agua y siempre protéjanse del sol. Pueden escribir Sí. cualquier cosa, ustedes tienen mi contacto ya. Ah, muchas gracias. Oh, ich bin fertig jetzt. 35 Kilometer waren das. Und unsere Touren werden ja schon noch länger werden, ne? Ja, bin auch schon fertig. Auf der anderen Seite. Am nächsten Tag wollen wir mit dem Ostwind Richtung Havanna starten. 1500 Kilometer, 7 Wochen. Hier sind wir. Wir sind jetzt ja ganz im Osten von Kuba und fahren einmal ganz in den Westen. Und das Krasse ist, diese Karte hier ist das erstmal nur die halbe Strecke. Wenn ich da jetzt so drauf gucke, erscheint es mir doch ganz schön sportlich. Und heute wäre es halt wirklich mega gut, unseren ersten Abschnitt, wenn wir da so ungefähr 75 Kilometer fahren würden bis nach Chivirico. Weil da gibt es auf jeden Fall ein paar Unterkünfte, das haben wir schon gesehen. Und davor ist es, glaube ich, schwierig oder könnte schwierig werden. Das ist halt nicht so eine touristische Region. Das meiste haben wir aus Deutschland mitgebracht und das Geld auf Kuba gewechselt. Einfach war das nicht. Denn Geld verliert hier gerade jeden Tag mehr an Wert. Die Geldscheine werden knapp. Sieht jetzt halt so krass viel aus, aber
dass hier so eine 100 kubanische Pesos-Note, das sind 50 Cent ungefähr, je nachdem, wie man es tauscht. Und wir sind ja 7 Wochen unterwegs und Geld abheben kann man nicht so richtig. Also man soll nicht darauf vertrauen. Deswegen haben wir jetzt ganz schön viel, aber es ist halt volumentechnisch, ne? Müssen wir noch alles reinkriegen. Okay. Ein Sack voller Geld. Ja, wirklich. Kuba gilt als relativ sicher. Was uns am wichtigsten ist, tragen wir um den Hals. Natürlich geht mein Brustbeutel direkt am ersten Tag kaputt. Zu Hause hätte ich wohl einen neuen gekauft. Auf Kuba wird repariert. Margarita ist unsere Gastgeberin. And how long have you been renting this place? 25 años. Wow. 25. And are there many tourists now? So. Después de COVID, different. Die Wirtschaftssanktionen und dann auch noch die Covid-Epidemie haben die Menschen hier in die Knie gezwungen. In diesem Monat haben außer uns nur 2 weitere Touristen bei Margarita übernachtet. Muchas gracias. Por nada. Auch unser kubanisches Journalistenvisum müssen wir immer dabei haben. Dafür mussten wir unsere Route und Handynummern bei der Regierung hinterlegen. Zudem haben wir natürlich ausreichend Snacks, Flickzeug, Sonnencreme und jede Menge mehr. Insgesamt etwa 20 Kilo pro Fahrrad. Eigentlich viel zu viel. Aber wir wollen auf Nummer sicher gehen, denn auf Kuba kann man kaum etwas nachkaufen. Alright. Um 8 Uhr morgens haben wir die ersten 10 Kilometer geschafft und nähern uns schon der Küste. Ich liebe Fahrradfahren und habe Dominik damit angesteckt. Kuba gilt als ein gutes Einsteigerland für FahrradfahrerInnen. Das Land ist nicht zu groß und es gibt wenig Verkehr. Bisher waren wir allerdings höchstens mal übers Wochenende unterwegs. Jetzt gleich 7 Wochen. Ich sag mal, mutig. Stundenlang sehen wir kein einziges Auto. Ein ungewohntes Gefühl. Aber wir kommen schnell voran. Am frühen Nachmittag sind wir schon in Chivirico. Also ich glaube, wir müssen hier hoch. Hier steht ein Bed and Breakfast auf jeden Fall in der Offline-Karte. Sollen wir das jetzt erstes mal probieren? Und im Zweifel wissen die ja wahrscheinlich auch, wer uns sonst noch nimmt. Bed and Breakfast klingt auf jeden Fall nach uns. Das Internet auf Kuba ist abenteuerlich. Alle gängigen Buchungsportale für Unterkünfte sind gesperrt. Bleibt also nur durchfragen, ob es irgendwo ein Zimmer gibt. One room, you look. Ah, you have a room? Listen, no room now. Go full. Doch auf Kuba hilft man sich. Jatze findet nicht nur ein freies Zimmer für uns, er bringt uns auch hin. Además, yo tengo un secretario allá. Okay. Vamos. Wow. Tipo, ¿cómo me viste? You know? Dime. My sister. Your sister? Sí. Hermana? Sí. Ah. I work in the motel. I work in the motel Guama. Sí, in the reception. Pero the motel Guama now closed. Fremde wie wir sind hier offenbar gerade selten und deshalb gerne gesehen. It's heavy. Gracias. Hermanos? No, good friend. Good friend. Okay. Many years working in the motel Guama too. Both of you? Yeah. His sister have the business, and my sister be the other business. Er will jetzt noch den Preis rausfinden. Er glaubt 25 die Nacht. Das wäre okay, ne? Ja, würde ich auch sagen. 25 euros. Sí, Sí, está porque bien. si es canadiense, tiene desayuno incluido, René. Sí, sí. Desayuno incluido. 25 €. Das ist der Standardpreis für ein sogenanntes Casa Particular, also ein Zimmer bei Privatleuten. Wer hier mit Euro oder Dollar zahlt, ist willkommen. Der kubanische Peso ist praktisch wertlos.
Obwohl es rund um Chivirico so günstig ist, verirren sich kaum noch Touristen in diese Gegend. Reis und Bohnen gehören auf Kuba zu fast jeder Mahlzeit. Dazu gibt's, was gerade da ist. Wir haben Glück und bekommen als Abendessen fangfrischen Fisch. Mega lecker. Wir sind kaputt, aber mit uns zufrieden. Am nächsten Tag wollen wir früh los und ordentlich Strecke machen. Das ist zumindest der Plan. Doch im kubanischen Morgenlicht fällt uns auf, dass beide Hinterreifen eine gebrochene Speiche haben. Und keine Werkstatt weit und breit. Glauben wir. Alejandro, der Cousin unseres Vermieters, hilft uns. Typisch Kuba. Natürlich kennt er jemanden, der jemanden kennt. Also ich glaube, der Typ, der das eigentlich reparieren sollte, ist nicht da. Und jetzt wollen wir weiterverwiesen. Aber ich habe keine Ahnung, ich verstehe nur die Hälfte. Aber das Wort für Speicher habe ich schon mal gelernt. Wie ist es? Rayo. Rayo. Ich bin froh, dass ich ein paar Brocken Spanisch spreche. Englisch versteht hier eigentlich niemand. Sí, en italiano. Alle Folgen der jahrzehntelangen kubanischen Mangelwirtschaft zeigen sich auf diesem kleinen, staubigen Platz. Ein paar alte Löffel, das Werkzeug. Die Werkstatt direkt vor Kanchis Haus. Auch passende Speichen für unsere Räder gibt es natürlich nicht. Aber dafür eine kreative Lösung. Für unsere Hinterräder kürzt Kanchi einfach ein paar alte Speichen und baut sie ein. Wenn es im Dorf irgendein Problem mit Fahrrädern gibt, wird es offenbar auf diesem Platz gelöst. Sieht gut aus. Ich glaube, sie sind gleich wieder beide. Muchas gracias. Okay, wir haben 2 heile Reifen und das hat 3 Euro gekostet. Mittags sind wir zurück in unserem Casa Particular. Top, ich würde sagen, wir können weiterfahren. Aber es ist morgen sehr viel Zeit ins Land gegangen. Und ich glaube, wir schaffen es heute nicht mehr zu unserem Ziel. Ein paar Stunden müssten wir nämlich fahren. Und ich glaube, wir bleiben eine Nacht hier. Ja, ich glaube auch. So langsam merken wir, dass die Uhren auf Kuba erheblich anders als unsere in Deutschland ticken. Die Leute hier sind entspannter. Das färbt ab. Allmählich lernen wir, uns Zeit zu nehmen, Zufälle zu schätzen. Das ist so schön, wir wohnen direkt am Strand. Das habe ich gebraucht. Am nächsten Morgen starten wir wieder früh. Am Wegesrand sehen wir immer wieder Zeichen der Revolution, doch die meisten sind längst verblasst. Vor knapp 70 Jahren haben sich in den Bergen des Ostens die Rebellen um Fidel Castro und Che Guevara versteckt. Verfahren kann man sich nicht. Es gibt nur eine einzige Straße, links die Küste, rechts die Berge.
Unser Ziel, ein staatlicher Campingplatz, auf dem vor allem KubanerInnen in kleinen Hütten Urlaub machen. Hier gibt's keinen Luxus, aber dafür Preise, die sich auch Einheimische leisten können. Aber auch hier zeigt sich, wie es um Kuba steht. Trotz Hochsaison sind wir die einzigen Gäste. Viele der Campinghütten sind völlig runtergekommen. Na, da haben wir uns heute ja eine super Bude ausgesucht, was? Das Bett fühlt sich okay an, aber die Moskitos, die fliegen schon ganz schön, muss man sagen. Die Hütte und 1 Stunde Strom kosten umgerechnet 2 Euro pro Person und Nacht. Wie bei allen staatlichen Einrichtungen zahlen wir hier in Pesos. Schwimmen gehen kann man am zugehörigen Strand wegen der Strömung zwar nicht. Einen der schönsten Sonnenuntergänge unserer Reise bekommen wir dafür aber gratis. Dieses Mal haben unsere Reifen auch über Nacht gehalten. Dafür wartet auf uns am nächsten Morgen die Straße, vor der unser Fahrradverleiher bereits gewarnt hat. Seit Jahrzehnten wurde hier kaum etwas gemacht. Autos kommen schon lange nicht mehr durch. Man muss hier wirklich drüber klettern fast mit den Fahrrädern. Ich hoffe, das geht jetzt nicht 50 Kilometer so lange müssen wir nämlich noch geradeaus. Bike Climbing, ne? Bike Climbing, wirklich. Ja. Das erklärt aber auch, warum das Navi gesagt haben, wir brauchen für 50 Kilometer 7 bis 8 Stunden. Ja, das erklärt. Es waren nicht nur die Berge. Die Nee. kommen auch noch. Oh Gott, ich sehe es schon. Ich sehe schon, wo es lang geht. Oh Gott. Nur am Stöhnen und am Schnaufen hier. Sie wird gefühlt da vorne ein bisschen besser. Wollen wir bis dahin schieben? Ich schiebe bis dahin. An die falsche Schleiche. Echt jetzt? Warum? Wir haben uns doch informiert. Die falschen Ventile, die kriegen ihn ja echt durch.